meine Lieben, ich wünsche euch alle einen ganz tollen Abend und seid herzlich willkommen in meinem Ausflüge-YouTuber-Kanal und vor allem seid ihr herzlich willkommen in 2026 und ich hoffe, ihr hattet einen tollen Silvesterabend und genauso ein tolles 2026 Jahr wünsche ich euch und ich wünsche nur das Beste für euer Leben in 2026. Heute werden wir mal schauen, was bringt 2026 uns eigentlich und welche Planeten werden uns dieses Jahr beschäftigen, was wird das für ein Jahresthema sein. Und dieses Video, das ich heute mache, ist eigentlich ein Video für Basic eigentlich, damit ihr wisst, welche Thematik ich werde in den folgenden Wochen, Monaten mit euch besprechen. Es ist ein Jahr, wo ich sagen kann, beginnst du etwas oder tust du nur so, als würdest du beginnen, denn das ist nämlich unser Jahresmotto, dieses Starting. Aber startet ihr wirklich oder tut ihr nur so, als dass ihr würdet etwas beginnen? Denn die Leute, die nicht richtig beginnen in diesem Jahr, die werden Ende Jahr nichts an der Hand so richtig haben. Und die Leute, die richtig beginnen, die werden natürlich wissen, so Ende Jahr bekomme ich den Wurst eigentlich in meine Hand. Das ist jetzt wirklich mein Neustart. Und dieses ganze Jahr ist es ein Thema, wo ihr beginnen werdet. Es ist nur die Frage, wie ihr etwas halt beginnt. Es ist ein Jahr, wo extrem viel laufen wird, auch in der Weltgeschichte wirklich. Und ich werde dann euch auch ganz viel Informationen danach geben, wo ihr dann das auch vielleicht ein bisschen so beobachten könnt. Zuerst möchte ich aber euch so ein paar Eckdaten geben, warum ich denke, dass es ein beginnender Jahr ist. Wir beginnen schon mal im Januar. 26. Januar wird Neptun in Widderzeichen eintreten, 0 Grad. 13. Februar wird der Saturn in 0 Grad eintreten, in wieder natürlich. 25. April wird der Uranus in Zwilling eintreten, 0 Grad, das ist der Beginn der Energie wieder. 19. Juni wird Chiron in Stierzeichen eintreten und 2026 macht der Chiron natürlich den Wohnungsumzug. Das heißt, er kommt in Stier, geht nachher ab September dann wieder mal rückläufig wird er und dann wird er natürlich dann nächstes Jahr total in Stierzeichen reinkommen. Und der 13. Juni wird der Jupiter in Löwe-Tierkreiszeichen reinkommen und ich denke, viele Löwen freuen sich mal darüber, dass der jetzt mal wieder in die Löwen ist. Und am 26. Juli wird aufsteigender Mondknoten in Wassermann-Tierkreis reinkommen, aber der beginnt ja natürlich nicht im 0 Grad, sondern in 29 Grad eigentlich, beginnt von anderer Seite. Aber was wir sehen ist eigentlich, dass viele Planeten in der beginnenden Zahl ist hier. Nur ein Planet wird uns ein bisschen halt Unruhe bringen, das ist halt der Chiron, aber ich sage mal euch, ihr habt die in 2025 mit 3 Planeten zu kämpfen gehabt, wo Wohnungsumzug gemacht haben, also ich denke, dass ihr den Chiron halt auch gut meistern werdet. Wir werden ja das auch alles ganz genau besprechen und ihr werdet genau wissen, wie werdet ihr mit diesem Zeichen umgehen. Merkur wird dieses Jahr auch in Wasser-Tierkreiszeichen rückläufig werden und das ist natürlich auch etwas sehr Bedeutendes. Ich werde heute euch nicht über die verschiedenen Grad von den Planeten euch besprechen, wer alles wann rückläufig wird, sondern so ein bisschen so das grobe Thema eigentlich besprechen, um was geht in diesem Jahr. Ich habe euch ja schon mal gesagt, wieder beginnen, also Neustarten machen wir, aber wie beginnen wir oder tun wir nur so, als würden wir beginnen? Es ist so, viele von euch sind so in der Energie im Moment, wo ihr sagt eigentlich so, ich will jetzt beginnen. Ich möchte jetzt beginnen. Ich will nicht mehr warten. Ich mag nicht mehr. Warum? Weil der Neptun in den letzten paar Grad ist eigentlich nicht mal Grad. Der ist fast fertig mit dem Fischenzeichen. Der Saturn ist auch bald vorbei eigentlich. Und die sind sich am Durchboxen in den Fische-Tierkreiszeichen und das ist so anstrengend, sie wollen jetzt Dinge zum Abschluss bringen eigentlich. Und kennt ihr das? Ihr putzt den ganzen Tag zu Hause und da gibt es noch die letzten paar Arbeiten und macht mal die letzten paar Arbeiten, weil ihr den ganzen Tag oder vielleicht ein ganzes Jahr für ein Projekt dran seid, die letzte
das ist noch anstrengend, weil da müsst ihr natürlich alles noch kontrollieren, ob alles wirklich gut ist. Gab es irgendwelche Dinge, die müssen noch geregelt werden, besprochen werden. Und das kann natürlich so Januar ein bisschen unruhig sein, weil erstens ist es so, am 26. Januar wird dann auch der Neptun im Widderzeichen reinkommen. Am 28. Januar wird der Mars und der Pluto eine Konjunktion im Wassermann-Tierkreiszeichen machen. Und das ist sehr wichtig, weil das ist ja auch die Opposition von der Löwezeichen eigentlich. Ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Und dann am 3. Februar wird der Uranus direktläufig und somit ist es so, dass wir eigentlich im Januar die Schattentage auch von Uranus erleben werden. Das heißt, der wird so ein bisschen Bewegung reinbringen. Das sagen so, jetzt macht, und viele von euch werden auch das Gefühl haben, so jetzt muss ich springen, jetzt muss ich machen, jetzt muss Veränderung kommen, ich will ja einen Neubeginn machen. Also viele seid so in dieser ganz plötzlichen letzten Moment eigentlich, und vor allem wird das losgehen, so nach dem 20. Januar, sage ich mal. Bei sehr vielen geht es nach 25. Januar ganz riesen Energie eigentlich, so wie es ist so, oh, jetzt muss ich etwas beginnen. Und nach 28 und 29 und 30 Januar wird für viele Menschen eine bewegende Tage sein, bis so 10. Februar eigentlich. Also das wird wirklich so Highlight-Tagen sein, das kann ich euch so sagen. Also Januar ist ein Monat, wo ihr wie Entscheidungen trifft, und diese Entscheidungen sind dann auch nicht mehr rückgängig. Und manche von euch werden dann vielleicht einen Neubeginn machen, also nicht nur vielleicht, viele von euch werden in Februar, Anfangs Februar, Ende Januar Neubeginne machen. Die einen gehen so mit der Energie folgendes Maße rein, ja, ich mache jetzt mal, ich starte jetzt mal, ich probiere jetzt mal, aber es sind sich wie nicht richtig bewusst eigentlich, dass es so wichtige Konsequenzen mit sich bringt. Also das heißt, es kann vielleicht sein, dass ihr in einer Arbeitswelt irgendwelche Chancen bekommt, Arbeitsverträge reinkommt, dort ein Starten kann sein, in einer Beziehung, in der Partnerschaft, in irgendwelchen Sachen kommt in irgendwelchen Sachen rein. Und für viele ist es, oh wow, ich habe Chancen, oh wow, es klappt, ich mache einen Neubeginn. Aber die sind nicht bewusst eigentlich, dass es auch ein neuer Zyklus ist. Das heißt, dieses Bewusstsein ist nicht da, hey, ich muss das aber richtig beginnen, ich muss das richtig machen, weil Saturn kommt ja auch in Widder, wann kommt er? Ab der 13. Februar. Und der Saturn sagt so, wir wollen hier etwas Neues eigentlich beginnen, eine neue Energie hier. Was aber dieses Jahr ganz wichtig ist, circa 20. Februar, wird Saturn und Neptun eine Konjunktion machen. Und diese Konjunktion fragt euch eigentlich Folgendes, ja, unter welchem Glaube beginnst du eigentlich etwas, oder unter welchen Illusionen beginnst du eigentlich? Es ist nämlich Folgendes, der Saturn möchte ja natürlich Strukturen und alles, das heißt, der will jetzt etwas beginnen, und wenn ihr euch erinnert, ich habe euch gesagt, immer ein paar Mal dieses Jahr, dieses 2,5 Jahren nutzt ganz toll, ganz gut, weil die Strukturen, wenn ihr das hier nicht richtig macht, nach 2,5 Jahren kommen die ersten Konflikte. Und es ist jetzt so eigentlich, dass hier, wenn ihr etwas beginnt, aber das, was ihr beginnt, hat keine richtigen Form, keine richtigen Struktur eigentlich. Das heißt, ihr beginnt, aber ihr arbeitet nicht an diesen Themen. Ihr gebt denen keinen richtigen Namen oder keine richtigen Struktur. Es ist wie ein Haus bauen auf einem Sand. Das heißt, wenn ihr ein Haus auf einem Sand baut, wenn der erste Gewitter kommt, das Haus stürzt, oder wenn die kleine Erdbeben kommt, das Haus kippt um. Zum Beispiel, ihr seht ja teilweise so in den Nachrichten in manchen Ländern, vor allem auch in der Türkei, dass kleine Erdbeben stattfindet und viele Häuser brechen zusammen. Warum? Weil der Bau ist nicht richtig gemacht worden. Und da sehen wir zum Beispiel in China, die haben irgendwie Erdbeben über 6 oder 7 und die ganz normal, die leben weiter eigentlich. Warum? Weil die haben ganz ein anderes Bausystem, weil sie sagen, wir bauen unsere Häuser richtig. Und hier in diesem Jahr ist eigentlich Folgendes: Ihr habt am Anfang so wie die Möglichkeit, etwas zu beginnen, und die Planeten werden euch eigentlich auch wie in Ruhe lassen.
Bis wann lassen Sie euch in Ruhe, Sachen zu beginnen? Bis September. Bis September werdet ihr ganz viele Sachen beginnen, vor allem ab Juni eigentlich. Ihr werdet starten, ganz viele Sachen, und aber die Vorstarting wird so im Februar sein. Es ist aber so, wenn ihr das, was ihr startet, nicht richtig startet, nach September vor allem, wenn der Chiron dann rückläufig wird. Und das wird dann in Stierzeichen sein, wird der rückläufig werden, Chiron. Und ab dem eigentlich werdet ihr wie merken, oh mein Gott, das, was ich angefangen habe, ist ein bisschen Larifari gewesen. Und aus diesem Grund eigentlich, das schmilzt alles. Also das geht wie alles auseinander. Es funktioniert nicht. Diejenigen Leute eigentlich, die etwas aber richtig beginnen, die werden so zwischen Juni und September so in der Energie kommen, oh, aus dem sollte etwas Ernsthaftes werden, so von der Gedanke her. Das kann zum Beispiel sein, ihr beginnt in eine Arbeit, ihr geht in eine Arbeit rein und in diese Arbeit, also das heißt, ihr geht in neue Funktion rein, vielleicht als Führungsperson, und dann sagt ihr vielleicht so ab Juni, oh, jetzt müsste ich aber vielleicht eine Ausbildung dafür machen, weil ich habe hier Defizit, ich muss das in Ordnung, das heißt, ich beginne etwas, aber mir ist bewusst, ich muss hier noch gewisse Dinge in Ordnung bringen. Das heißt, diejenigen werden nachher sich noch einmal überlegen zwischen September und Dezember, ja, was mache ich? Ich werde herausgefordert. Ich werde herausgefordert, weil irgendwelche Dinge noch nicht so ganz gut sind. Die werden erkennen. Also warum? Das sind aber Menschen, die sich ganz bewusst sich in etwas eingelassen haben. Die sagen, okay, ich habe etwas begonnen, etwas Neues, ich habe keine Erfahrung, aber ich gehe nicht mit geschlossenen Augen, sondern ich gehe mit offenen Augen und ich sehe in den Neuen, was ich angefangen habe, es müssen diese oder jenes noch geregelt werden. Ich brauche vielleicht dafür eine gute Ausbildung. Ich brauche vielleicht für das, ich will vielleicht etwas Neues mehr, neue Fähigkeiten mehr erarbeiten. Das heißt, diejenigen werden sagen, okay, ich beginne dann vielleicht neue Ausbildung. Und das wird vor allem Ende 2026 sein, wo ihr sagt, okay, jetzt mache ich das. Es werden auch viele Menschen sagen, Ende 26, so, ich heirate. Ich möchte in eine feste Beziehung reingehen, nicht mehr dieses Larifari-Ding, sondern richtig. Viele Menschen werden so ab Februar Beziehungsthema beginnen. Das kann partnerschaftliche Dinge sein und bei manchen, das wird so ganz prompt kommen, also unerwartet. Also man wird vielleicht jemand auf der Straße kennenlernen, zack, bumm, sagt man, okay, ich bin in einer Beziehung drinnen. Oder vielleicht, dass schon lange eine Geschichte ist, wo ihr dann sagt, so, okay, Ende Januar und im Februar, wir wollen jetzt einen neuen Start gemeinsam machen. Es kann aber auch irgendwelche Projekte sein, also wo ihr sagt, irgendwelche Projekte starte ich jetzt, etwas, was ich mir schon gewünscht habe, etwas, was ich will, wo ich den Mut nicht hatte, wo ich vielleicht Angst davor hatte, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist nicht so fair, das ist nicht so korrekt, etwas, was ihr bis jetzt die Courage nicht hattet, wo ihr sagt, so, ich bin jetzt mutig. Ich will jetzt das beginnen wirklich, ich will es. Das ist jetzt wirklich, also ich will jetzt die Chance geben. Aber manche Leute, die werden so in eine Beziehung vielleicht reingehen und sie geben keine vielleicht richtige Chance, sondern ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin ja gewohnt, so kurze Beziehungen eigentlich, keine ernsthafte Sachen. Und vor allem das Hauptthema wird in dieses Jahr sein, so nach Sommer eigentlich, wenn der Jupiter in Löwe-Tierkreiszeichen reinkommt. Und das wird nicht immer vielleicht so laufen, wie sich so manche wünschen, weil der Löwe hat ja dann natürlich auch so mit dem Schönheitsthema zu tun, mit Liebe zu tun, mit aber auch so sozialen Netzwerken kann das sein, so Freunde, Kollegen kann das sein, mit Führungsleuten kann das sein. Und wenn dann natürlich der Jupiter ein Löwe ist, also die Schattenseite an der Löwe ist natürlich auch, dass der Löwe sagt, ich bin der Einzige auf der Welt, so quasi, ich bin der König und alle anderen sind meine Untertanen. Und dieses Ego-Energie ist auch in der Löwe drinnen. Das heißt,
Das ist wichtig, weil nach 30. Juni wird der Jupiter in Löwe-Tierkreiszeichen reinkommen. Das heißt eigentlich jetzt Folgendes. Ihr werdet jetzt eigentlich so ab Februar, vielleicht Mitte Februar, irgendwelche Dinge beginnen. Nach Juni, also Juli, sobald Juli kommt, da werden dann auch die Planeten rückläufig werden, mein Lieben. Das heißt, was passiert dann bei manchen Menschen? Da kommt sagen, ich bin im Vordergrund. Meine Bedürfnisse sind wichtig. Das, was ich will, ist es wichtig. Das heißt, dieses Ego-Energie wird in 2026 uns an den Kragen teilweise gehen. Und vor allem am Anfang wenn der Jupiter natürlich in Löwe kommt, gerade am Anfang ist es sehr super, wir lieben, wir haben einander gern, wir wollen Dinge miteinander machen, alles positiv. Aber so nach dem Ende Jahr ist, also Ende 26, da werden eben auch die Schattentage, also das heißt, Dinge, die wir vielleicht nicht besprochen haben, Dinge, die wir vielleicht toleriert haben, wo wir vielleicht sagen, hey, das kann so nicht sein, du nimmst das Ganze gar nicht ernst. Du machst weiter so bis jetzt, was du willst eigentlich. Du nimmst keine Rücksicht auf mich. Weil manchmal, ihr wisst ja, ich tue euch ja dieses Figur euch zeigen. Ich zeige das euch noch einmal. Ich sage doch euch, schaut mal, das ist doch der König und das mit dem Löwe zu tun übrigens, Leute. Wenn der Jupiter Löwe ist, dieses Thema, was Löwe ist, wir vergrößern eigentlich. Und hier, dieser König sieht doch sehr schön aus, sehr elegant, der kleidet sich. Aber was macht er eigentlich den ganzen Tag? Der steht im Spiegel und schaut seine schönen Klamotten an, sein Luxusleben an, meine Sachen, wie schön ich bin, wie toll ich bin, aber der hat gar keine Krone. Das heißt, der kümmert sich nicht wirklich um die Verantwortung und Führungsthema eigentlich. Und ich zeige euch ja immer diesen zweiten Löwe noch von mir. Und ich sage, schaut mal, dieses Löwe hat eine Krone, aber ist unscheinbar eigentlich, weil der hat auch gar keine Zeit, den ganzen Tag sich über seine Klamotten sich Gedanken zu machen, weil der hat auch Verantwortung und Verpflichtungen eigentlich. Und in der Beziehung, die wir uns einlassen, ist doch genau das Gleiche. Das heißt, wenn wir uns auf einen Menschen einlassen oder auf eine Arbeit einlassen oder auf irgendwelchen Dingen einlassen, da geht es aber auch um richtige Führung im Leben, aber auch um die Verpflichtungen und Verantwortung. Und manche Menschen, die gehen einfach rein und was ist auch der Nachteil so von der Löwe-Energie? Der Löwe hat ja gerne Luxus, hat gerne schön und Bewunderungen eigentlich und hat gerne viele schöne Frauen vielleicht oder viele schöne Menschen um sich und auch der Jagdinstinkt ist ja auch ein bisschen da eigentlich, das Eroberung, also der Nachteil ist auch, wenn man die Komplimente bekommt, dass die gerne auch aus den Hand fressen eigentlich teilweise. Und es kommt immer darauf an, in welchem Grad ihr geboren seid in Löwe-Tierkreiszeichen. Die einen sind sich voll bewusst, ich habe meine Aufgaben, meine Verpflichtungen und manche müssen noch lernen, ein Löwe oder ein Löwin zu werden. Die sind deshalb auf die Welt gekommen. Es sind nicht alle von Geburt her eine richtige Löwe oder Löwin eigentlich, sondern die sind wie zu dieser Familie dazugeboren, kann man sagen. Die müssen das lernen oder die haben das schon gelernt, die müssen noch etwas anderes, also in der Löwe-Energie. Und in diesem Jahr, die Leute eigentlich, die in etwas eingegangen sind, was machen sie? Sie verlaufen sich teilweise ab Sommer. Die sagen, hey, okay, ja, ich habe jetzt etwas begonnen und so, aber wenn ich jetzt mich ja auf das einlasse, dann bin ich ja mit jemandem vielleicht zusammen. Und dann kann ich nicht noch hier gehen und hier, was weiß ich noch machen. Und das ist dann natürlich so ab Sommer ein bisschen, wo ihr merkt, so, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das wirklich kann. Und vor allem auch diese Verantwortung, kann ich überhaupt diese Verantwortung ausleben? Und dieses Ego-Energie, diesen Schattentage, könnte dann auch wie gelebt werden, dass man einfach sagt, ja, ich gehe, ich mache, ich tue das. Und das ist eben dieses Gefahren, das heißt, dass wir Dinge beginnen eigentlich, ohne uns bewusst werden, dass wir sie gar nicht beginnen, sondern eigentlich sie verlaufen werden, weil der Neptun in Widder, was wird dann machen eigentlich? Alles, was nicht echt ist, alles, was nur auf so Idealismus aufgebaut sind,
das wird er schön verschmelzen eigentlich, also schön schmelzen. Also kennt ihr so Metall, habt ihr schon gesehen in den Videos, wenn man Metall in Feuer reingibt und das richtig heizt, sogar der Metall schmilzt eigentlich, weil der Feuer so wahnsinnig heiß ist. Und der Neptun ist übrigens auch so, obwohl das Saturn mit Strukturen verbunden sind, wenn man aber das nicht richtig macht, was macht der Neptun dort? Das ist ja nur Illusion eigentlich, also das ist ja gar nicht echt und alles, was keine richtigen Strukturen hat, die werden natürlich auch verschwinden ab Ende Jahr, weil ab Ende Jahr 2026 werdet ihr dann auch so Fragen stellen, ja oder nein, also habe ich jetzt das richtig angefangen, richtig begonnen oder habe ich das jetzt nicht richtig angefangen? Also deshalb, wenn ihr so dieses Jahr so eingeht und wenn ihr auch etwas wirklich so startet, so Ende Januar und Februar, spricht zuerst mal so mit ganz offenen Karten. Sitzt hin und macht euch so ein bisschen so Jahresthema. Ja, was ist das für eine Beziehung, wohin soll das gehen? Weil viele von euch haben übrigens dieses Thema, was ab nächsten Sommer beginnen wird, habt ihr schon jetzt, weil einige von euch sagen zum Beispiel, ja, also ich will nicht mehr, dass in der Ego-Energie gelebt wird, weil die eine Seite vielleicht, die wartet auf irgendetwas oder Hoffen oder Verbesserung und dann merkt ihr vielleicht, da ist irgendwann so Ego-Energie hier, da wird nur gemacht, was man will, man kommt, man geht. Und ihr sagt schon jetzt eigentlich, ich habe gar keinen Bock mehr auf das Ganze. Und es kann sein, wenn ihr dann wieder erobert werdet, weil die Löwenenergie kann ja auch wunderbar erobern eigentlich, dass ihr nachher Ende Januar und Februar sagt, ja, ich will jetzt wieder beginnen, aber dann ist es ganz wichtig, dass ihr wirklich von Anfang an überlegt, übrigens, so im Februar, wenn ihr diesen Starting macht, ob das in der Firma ist. Also wenn ihr in der Firma eine Chance bekommt, zum Beispiel für eine neue Position, dann sitzt mal mit dem Chef und sagt, hey, okay, ich habe jetzt eine neue Position, das ist toll, ich freue mich, ich bin der King natürlich, aber welche Konsequenzen bringt das mit sich? Und da müsst ihr ganz ehrlich und nüchtern sein vor allem und nicht in einen Idealismus reingehen, nicht irgendwelche Träume reingehen, sondern überlegt, okay, ich habe diese Funktion in diesem Betrieb, aber welche Voraussetzungen bringe ich wirklich mit und welche Voraussetzungen fehlen mir? Was muss ich anders machen? Sollte ich jetzt mehr in diesem Jahr, so bis Sommer, mir Gedanken machen, gibt es da irgendwelche Ausbildungen? Oder wie soll die Form der Beziehung, also das heißt, ihr müsst wirklich so klare Form der Beziehung geben. Ob das eine Arbeitsbeziehung ist, ob das eine partnerschaftliche Beziehung ist. Zum Beispiel, dass ihr sagt, okay, wir nehmen zum Beispiel Einarbeitungsphase bis Sommer. Und dann im Sommer, wir besprechen ganz detailliert, wo sind die Defizite, was müssen wir da verbessern zum Beispiel. Also wirklich, wo ihr sagt, okay, wir beginnen, wir freuen uns ein paar Monate, aber wir sind uns bewusst, wir beginnen hier, aber wir müssen hier gewisse Sachen noch regeln. In einer Beziehung kann das zum Beispiel sein, wann trifft ihr euch? Zum Beispiel. Es kann zum Beispiel sein, wer zahlt was, kann das zum Beispiel sein. Es kann ja sein, dass ihr sagt, wir heiraten zusammen. Ja, wenn ihr heiratet, wer putzt was zum Beispiel? Ist das ein Zusammenleben oder ein richtiges Heirat? Ist zum Beispiel ein Thema, kann das sein. Oder wie sind die Alltagsstrukturen, die Verpflichtungen kann das sein. Also jedes Mensch hat ja so eine eigene Lebensform. Also da geht es ja natürlich auch darum, die Arbeit, also was ihr arbeitet, das muss ja auch einfließen können. Da gibt es die Kollegenkreise, die Freizeitgestaltungen. Das sind ja ganz viele Themen, wo sich alle beide sich wohlfühlen. Und es geht ja nicht nur darum, dass sich der eine wohlfühlt, sagt, oh, ich mache, was ich will, ich gehe und komme, ich bin der größte Egoist. Und der andere sagt, okay, ich warte immer auf deine Zeit, auf deine Bedürfnisse. Und es kann ja aber auch nicht sein, dass man nur die Bedürfnisse von anderen stillt und dass man dabei die Arbeit flach vernachlässigt. Das ist ja auch ein Thema. Also das heißt, ihr müsst wirklich ganz gut die Strukturen euch überlegen, umso schneller ihr damit beginnt eigentlich mit diesen Gedanken. Also umso schneller ihr da ganz ehrliche Abmachungen, es müssen wirklich klare Abmachungen sein. Sagt, okay, immer am Freitagabend, das ist unser Abend zum Beispiel, ganz klare Regeln und diese Regeln werden auch, müssen fest sein, klar fest, weil alle Beziehungsformen, wo ihr startet oder Arbeit, wo ihr startet oder irgendwelche Projekte oder Ausbildung, wo ihr startet, ohne
klare Strukturen, ohne feste Regeln. Die werden wirklich geprüft dieses Jahr. Also geprüft heißt eigentlich alles, was nicht mit echten Herzen beginnt. Alles, was nicht mit hier beginnt eigentlich. Nur so ein bisschen Larifari. Schau mal, ich verbringe ein bisschen Zeit. Ich gucke mal, wie sich das entwickelt. Also so mit dem halben Herz. Und dabei treffe ich mich noch mit anderen Frauen oder Männern. Ich quatsche noch diese anderen Leute noch ein bisschen an. Vielleicht gibt es dann noch dort auch noch ein paar Möglichkeiten. Und diese Leute eigentlich werden so Ende Jahr, so vollendete Tatsache stehen und sagen, okay, vorbei. Das heißt eigentlich etwas, was sehr kostbar ist, was sie bekommen. Und es ist auch so, immer wenn ein Planeten neu kommen, die schenken uns ganz viel Dinge. Also das heißt, wir haben wirklich die Möglichkeit, dass etwas eigentlich, wo kostbar ist teilweise, wo wir das nicht jeden Tag zu Geschenk bekommen. Das heißt, es kann sein, dass ihr einen tollen Vertrag bekommt, einen tollen Arbeitsvertrag bekommt, vielleicht Chancen, wo ihr wirklich nie bekommen habt früher vielleicht. Vielleicht eine Partnerschaft begegnet, wo ihr sagt, ja genau, das ist wirklich so die Person, die toll ist für mich. Aber natürlich ist es so, dass man vielleicht in einer Beziehung ist, dass man vielleicht diese Menschen gar nicht wertschätzt, dass man dieses Menschen ignoriert, dass man dieses Menschen sich nicht im Leben einplant oder dass man in Arbeit reingeht und man befasst sich mit der Arbeitswelt, mit dem neuen Thema gar nicht. Dass man vielleicht in eine Firma reinkommt, Riesenchance, dass man zum Beispiel sagt, okay, du kannst hier in der Programmierwelt arbeiten, aber wir interessieren uns für die Programme gar nicht, wir interessieren uns für diese Arbeit gar nicht, für die Kollegen gar nicht, für unsere Verantwortung gar nicht, unsere Aufgaben gar nicht. Und das heißt übrigens nicht, dass ihr da perfekt sein müsst, dass es alles richtig laufen muss, weil das ist ja etwas, was neu ist, wo ihr lernen müsst. Aber es gibt Folgendes, Leute. Es gibt ja eine Energie, wo man sagt, ja egal, es entweder klappt oder etwas klappt nicht, ist doch voll egal, Hauptsache wir haben ein bisschen coole Zeit. Das ist so von der Einstellung her, dass man sagt, so Larifari, so quasi, ein bisschen so, mal gucken. Und diese Dinge, die werden scheitern, Leute. Ende Jahr, Ende 2026 werdet ihr weinen. Diejenigen Leute sagen, okay, das ist etwas Neues, wo ich nicht kenne und das macht mir Angst und ich muss das aber lernen. Die gehen auch mit einem komischen Gefühl in dem Ganzen rein oder wo sie vielleicht viele Jahre vielleicht das sich gar nicht erlaubt haben oder nicht zugelassen haben, aber die gehen mit der Einstellung, ich will, dass es klappt. Ich will aber auch daran arbeiten. Ich will mir Mühe geben. Ich will nicht nur davonlaufen oder ich will nicht nur machen, was ich will, weil ob ihr in der Arbeitswelt drinnen seid oder in der Partnerschaft, es besteht nicht nur aus einer Person, es besteht aus zwei Personen und wenn ihr nicht lernt, ein Team miteinander sein, Freunde miteinander sein, in Teamworking sein, dann funktioniert das nicht. Es gibt übrigens Leute, das kennt ihr ganz bestimmt, die sind voll so in der Ego-Energie, ich komme und ich gehe, ich mache, was ich will und dann sagen sie, ja, weißt du, ich möchte gerne mit dir so eine Beziehung haben, aber können wir nicht nur Freunde bleiben? Das wäre so toll, wir können noch Freunde bleiben und mal schauen, wie sich das so entwickelt. Und da ist mein Rat an euch zu sagen, nein, keine Freundschaft, definitiv nicht. Warum? Weil das ist so ein bisschen so dieses offene Plattformen, so offene Beziehungsarten, die man sich trifft, die man schön hat, Freundschaft plus, aber eigentlich, das ist zum Scheitern verurteilt. Also das kann ich euch so nur von dem Jahresenergie, also jetzt, das ist nicht die Psychologie von generell, sage ich, so das heißt dieses Larifari, dass wir sagen, oh, wir machen alles miteinander, sind wir Kollegen miteinander oder Freunde, aber eigentlich ist es mir gar nicht ernst mit dir, ich will nur spielen mit dir. Das heißt, lasst euch gar nicht auf diese Energie ein. Das heißt, geht wirklich so in der Energie entweder oder eigentlich, klar Linie. Und geht nicht so in der Energie einmal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, wir können Kollegen sein, wir können ja Freunde bleiben. Nein, bleibt in der Echtheit, bleibt richtige Strukturen, Leute. Dieses Larifari-Ding, das ist keine Energie für euch und auf das müsst ihr auch nicht einlassen. Und das sind eigentlich nur Menschen eigentlich, die sagen, ich möchte gerne mit dir alles erleben, aber ich möchte keine Verantwortung übernehmen, weil ich zu egoistisch bin und ich eigentlich nur auf meine eigenen Bedürfnisse schauen möchte. Das kann auch zum Beispiel so ausgelebt werden, dass der Chef kommt und sagt, hey, wir wollen Sie befördern, irgendeinmal in 1000 Jahren, sagt natürlich nicht offen, wir wollen aber, dass Sie zuerst diese Aufgaben machen. So, du arbeitest 10, 12 Stunden, du arbeitest,
Und der Chef sagt, ja, können wir das jetzt mal nicht mal ohne Vertrag machen und ohne Beförderungsvertrag. Wir schauen, wie sich das so bis Juli, vielleicht September, Oktober sich entwickelt. Und das ist eigentlich auch Folgendes. Wenn ein Chef, wirklich, das könnt ihr alle Führungsleute fragen, wenn jemand bei euch das Potenzial nicht sieht, dann übergibt euch auch keine Aufgaben oder Verantwortung. Wenn man euch die Verantwortung gibt und keinen Vertrag dann mit euch macht oder keinen Mehrlohn euch gibt, das hat eigentlich mehr damit zu tun, ich als Leitungsperson möchte mich gerne bereichern, möchte aber der Person diese Leistung nicht bezahlen. Das ist wie Folgendes, ihr könnt das so vorstellen von Energie her. Ihr habt vielleicht ein Kind zu Hause und als Mutter, ihr würdet nie das Kind alleine in der Wohnung lassen, wenn ihr nicht hundertprozentig sicher seid, dass alles gut rauskommt. Das heißt, wenn ihr so das Gefühl habt, ja, wenn ich das Kind alleine in der Wohnung einlasse und das Haus verbrannt wird, dann habe ich kein Kind mehr. Also Haus vergessen wir, aber wir haben kein Kind mehr so quasi. Das heißt, wenn die Mutter sagt, guck mal, wenn du das machst, dann bekommst du vielleicht Ende Monat dieses Geschenk. Ja, eigentlich. Aber die Mutter weiß ganz genau, der Sohn oder die Tochter kann das wunderbar. Das heißt, wir können aber auch so sagen, dass wir gar nicht die Kinder manipulieren brauchen. Dass wir zum Beispiel sagen, guck mal, du machst das bist sehr gut, weil du so erwachsen bist, bekommst jetzt auch deine Velo oder du bekommst das, können wir auch im Prinzip eigentlich sagen. Weil wir wissen ganz genau, und sonst, wir übergeben dieses Verantwortung an Kinder nicht oder an Menschen nicht oder an Kollegen nicht oder wir vertrauen unser Auto an eine Person nicht, wenn wir das Gefühl haben, diese Person wird unser Auto jetzt kaputt machen oder wird uns nicht zurückbringen. Das heißt, in der Arbeitswelt ist es genau das Gleiche auch. Das heißt, wenn euch irgendeine Person einen Job anvertraut, eine Position anvertraut und aber keinen Vertrag macht und einen richtigen Lohn euch auch nicht gibt, das heißt, da geht es um Zeitgewöhnung, weil man sagt, okay, ein Jahr oder ein halbes Jahr, die macht ganz viel Arbeitssklavenjob für mich und ich muss ja gar nicht die Verantwortung übernehmen, ich muss ja gar nicht mehr Lohn geben. Ich meine, wenn sie das umsonst macht, warum eigentlich? Das heißt, was macht ihr sofort? Okay, Chef, ich mache gerne diesen Job für dich. Ich bin gerne dein Sklavin. Ich liebe Sklavenarbeit, denn dafür bekomme ich viel, viel mehr Lohn. Wie viel bezahlst du mir mehr? Also klar Lohnbesprechung, klar Abmachungen, Dealsbesprechung. Nicht einfach einen Job neu beginnen, nicht einfach Position neu beginnen. Oder jemand kommt und sagt, hey, möchtest du, ich wohne gerne bei dir, aber ich möchte nichts bezahlen. Schaut mal, diese Leute, die bei euch, wenn es nicht bei euch wohnen, woanders wohnen, muss auch etwas an die Wohnung bezahlen, muss auch etwas an die Essens zahlen. Es gibt auch Sozialämter, wo das bezahlen. Das heißt, ich muss ganz klar sagen, okay, du kannst hier wohnen, aber dafür musst du vielleicht diese Arbeit machen, du musst so viel Geld bezahlen. Also es muss wirklich ganz klare, fundamentale Regeln geben. Ist ganz, ganz wichtig. Das ist so dieses Jahresenergie, meine Lieben. Ganz, ganz wichtig. Es ist dann auch so in der Welt, was passiert so auch in der Welt? Sehr viel. Das ist wirklich ein Jahr, vor allem so ab Februar, Ende Januar werdet ihr das merken, ab Februar, weil der wieder sehr belegt ist von Saturn und von den Neptun dann auch. Das ist, der Widder hat so mit jungen Menschen zu tun oder mit Soldaten zu tun. Oder Leute, die etwas neu beginnen zu tun, neue Geschäftsleute kann auch sein oder junge Energie können wir eigentlich auch sagen, dass viele Junge dann auch sagen eigentlich so, jetzt muss ich mich aber für eine Position dann entscheiden. Oder Soldaten sagen so, ich entscheide mich für das oder für dies und deshalb in der Welt durch junge Menschen oder durch Soldaten, da werdet ihr wahrscheinlich so viel Reform hören, Aufstand hören, in den Straßen ganz große Unruhen hören. Es ist dann auch so, dass in April auch der Uranus in Zwilling kommt und Zwilling hat viel mit Kommunikation zu tun. Es hat auch mit Schülern zu tun wieder. Das heißt, die Kommunikation, es wird neue Kommunikationsarten geben. Das heißt,
Es wird eigentlich so von bis Juni eigentlich eine unglaubliche neue Dynamik geben, wo die Leute sagen eigentlich so, jetzt stehen wir auf, jetzt wir sind mutig und vielleicht auch, wie sagt man eigentlich in der Deutsch, so dieses Übermutmutig eigentlich, dieses sagt, okay, und warum eigentlich? Weil sie sagen, die jungen Leute oder die Soldaten, diese Regierungsleute, die wollen wir nicht mehr. Also da müssen wir jetzt etwas tun. Also so funktioniert das nicht mehr. Also dieses Unterdrückung oder dieses Ego-Energie, das ist eben dieses Löwe, wenn der Jupiter in Löwe kommt. Was passiert so bis Ende Jahr eigentlich vor allem? Viele Führungsleute von irgendwelchen Ländern, und das kann übrigens auch so Businessleute sein, das kann aber auch Menschen sein, wo vielleicht als Lehrer arbeiten übrigens oder als irgendwelche Führungs- oder Anwälte oder Ärzte kann übrigens auch sein, wo sie vielleicht diese Verantwortung, die sie haben oder die sie bekommen und diese Chancen, dass sie sagen, ich bin das Wichtigste, mein Wort ist Gottes Wort so quasi und das ist die übertriebene Form und da wird natürlich auch viele Fehler passieren, Fehlentscheidungen passieren. Und diese jungen Leute sagen jetzt natürlich so ab Ende Januar und Februar, also wir wollen nicht mehr im Gefängnis sein, wir wollen nicht mehr unterdrückt werden, dass nur ein König wie leben kann oder dass nur ein Chef sich bereichert und wir Menschen sind die Sklaven hier eigentlich. Wir machen die Sklavenarbeit, damit nur ein Mensch sich in der Firma bereichern kann. Das heißt, es ist ein riesen Aufstand wird passieren und das wird so bis August laufen, ganz stark. Und da werdet ihr in der Weltgeschichte ganz viel Unruhe hören. Also Riesenkonzerne, Zusammenbruch werdet ihr ganz stark hören, aber auch ganz viele, zum Beispiel wichtige Menschen, so kennt ihr so ranghohe Leute, ob das im Militärbereich sind oder irgendwelche Präsidenten kann es sein, irgendwelche Könige sein, irgendwelche Schauspieler kann es auch übrigens auch sein, wo eine zum Beispiel bis jetzt immer eine Sendung gemacht haben, also irgendjemand hat immer jahrelang die gleiche Sendung gemacht oder man hat immer jahrelang die Privilegien gehabt, wo wir hatten, Chancen gehabt, vielleicht wir sind in einem Geschäft seit 20 Jahren den gleichen Laden gehabt und da gibt es jetzt Reform halt und so im August herein, also zwischen August und Dezember vor allem, da werden sehr viele Posten gewechselt. Vielleicht, das wird dann auch so sein, wahrscheinlich so bis Sommer, ab Ende Januar kann es so ein bisschen losgehen, dass plötzlich unerwartet wie sagt man das, einen Aufstand gibt, wo plötzlich die Führungsleute gestürzt werden, also wo beginnen ganz stark. Oder wo die Leute sagen, so wie es geführt wird, wir wollen das nicht mehr. Und da müsst ihr jetzt nicht nur als Politiker denken, es wird viel in den politischen Bereichen übrigens laufen in der Welt, aber auch, es wird sehr viel so im Bankwesen ganz viele Dinge ablaufen. In der Bankwesen wird es große Veränderungen geben, aber auch in Ausbildung, in der Kommunikation. Es wird wie neue Kommunikationsformen geben, wo die jungen Leute vor allem auch miteinander kommunizieren werden, wo wir gar nicht das mitbekommen werden. Also das heißt, die sind wie so in Gruppierungen drinnen. Was hier eben ganz, ganz wichtig ist, gerade besonders die Eltern eigentlich, wenn der Neptun wiederkommt und Saturn auch, die jungen Leute werden das Gefühl haben, wir müssen uns für etwas entscheiden, so die Gruppendynamik. Und manche Leute dann auch, oder manche junge Leute dann auch, durch diese Gruppendynamik könnten sich auch in einen falschen Weg geben. Das heißt, ganz Achtung angesagt in den Schulen, mit Jugendlichen vor allem ist ganz wichtig. Also das heißt, dieses Jahr wird vor allem Jugendliche wirklich uns eine neue Welt zeigen. Und teilweise natürlich Waffen, wird natürlich auch da sein oder dass manche Länder gegeneinander losgehen, aber es wird mehr so laufen eigentlich, dass es wird mehr über das Volk laufen. Es ist nicht unbedingt, es wird vielleicht mehr so sein, dass zuerst das Volk dann riesigen Vorarbeit leistet und irgendwann kommt irgendwelche Länder und wir helfen jetzt diese Leute, aber eigentlich haben es die Volk das Ganze gemacht oder die Soldaten, wo gesagt haben, wir
tun euch nicht mehr folgen. Wir bringen nicht mehr unsere eigenen Leute um oder wir vergewaltigen unsere eigenen Frauen hier nicht. Also in manchen Ländern. Oder wir wollen nicht, dass unsere Leute im Gefängnis sind oder diese Ungerechtigkeit. Es werden vor allem diese Leute runtergeholt, wo zum Beispiel in der Führung sind oder in der Politik arbeiten, wo nicht mit fairen Dingen passiert. Und bis Ende Jahr eigentlich, ihr werdet ganz viel von Leuten, Rang und Namen, Dinge hören, was nicht gut gemacht sind. Ihr werdet auch viele Geschichten wahrscheinlich über Kinder mitbekommen oder über Frauen mitbekommen. Das ist so ganz, also vor allem über Kinder und Frauen. Da werdet ihr so, oh Gott, was ist mit denen passiert? Die sind entführt worden, die sind das gemacht worden. Gleichzeitig ist es aber auch ein Jahr, wo sehr viel wird, so werdet ihr Informationen hören, besonders so über Spitaler, Altersheime, Pflegeheime. Oder so irgendwelche sozialen Instituten eigentlich, wo die sagen eigentlich, hey, das läuft so hier nicht, weil dieses Jahr wird eine ganz große Veränderung im Spitalbereich sein. Leute, wo irgendwelche Integrationszentren arbeiten, wo irgendwelche Gelder, Unterstützungen von Staat und zu bekommen haben, wo jetzt viele Sachen ans Rauskommen wird, wo nachher sagt, hey, das sind nicht mit sauberen Dinge und das wollen wir nicht mehr unterstützen. Also das heißt, es wird so eine Wandlung wirklich wie mit sich stattfinden. Was dann auch wichtig ist, so in Sommermonaten, so vor allem Junimonaten, Juni und Juli, da werdet ihr wahrscheinlich recht große auch so Erdbeben hören, richtig große eigentlich. Und das wird so, April wird so die Vorarbeit, denke ich, so März, so ab Februar, März, April werde ich schon ganz viele hören, aber so die großen Sachen so im Juni und im Juli eigentlich. Also da können jetzt ganz viele Sachen laufen. Es kann aber auch wie irgendwelche Explosionen dann auch passieren. Und was dieses Jahr sehr wichtig ist, dass ihr nicht nur auf eure Gefühle achtet, weil es sind auch viele falsche Informationen, wird teilweise im Laufwerk sein. Es werden irgendwelche Informationen falsch herum erzählt und das wird auch vergrößert. Warum eigentlich? Weil nach Sommer eigentlich ist der Jupiter in Löwe. Viele Menschen wollen ja, das hat auch mit Schauspielerei zu tun, der Löwe, und dass man sich zeigen möchte. Und viele Leute, die wollen dann natürlich zum Beispiel, ob es in TV sind, ob das YouTuber sind, ob irgendwelche sozialen Netzwerke sind, die wollen sich zeigen. Und die wollen Geld verdienen vielleicht. Oder die wollen sagen, ich bin es, ich kann es. Und was machen zum Beispiel einige dann auch mit irgendwelchen Informationen, die sie bekommen haben, die sie erfahren haben, nehmen sie vielleicht als eigene Informationen oder es wird viel Gerüchte erzählt, kann das sein. Und das wird dann so eine gigantische Maß mit sich nehmen. Das heißt, so richtig vergrößert wird sich das, wo das teilweise vielleicht, wenn Leute irgendwelche Polizisten oder Staat oder so irgendwelche Sachen recherchieren, dass sie sehr viel Zeit verlieren, weil ganz viel geredet wird, wo gar nicht echt sind oder wo nicht geprüft sind, wo irgendwelche Aussagen oder Verleugnungen gemacht wird, wo man über irgendwelche Menschen irgendetwas sagen wird. Und das passiert am Ende Jahr, da werden natürlich ganz viel neue Gesetze in sehr vielen Ländern kommen, wo sagen, so geht das nicht mehr. Das kann aber auch im sozialen Netzwerk sein, wo sagt, okay, wenn du weiterhin das soziale Netzwerk benutzen willst, nur diese Leute, vielleicht die dieses Zeichen haben oder nur diese Leute, die vielleicht eine Firma haben oder wo Steuern bezahlen oder keine Ahnung was, die dürfen hier ihre Meinung oder die diese Ausbildung in diesem Bereich haben, die dürfen diese Ausbildung, diese Informationen geben und alle Leute, die nicht vom Fach sind, die nicht wissen, von was sie reden, die bekommen natürlich einen saftigen Buße. Das heißt, Buße wird dann vor allem ab Ende Jahr ein wichtiges Thema sein. Das ist ein Jahr, wo eigentlich mit viel auch Konsequenzen mit sich bringen wird, wenn man auch nicht achtsam ist und vor allem auch so alles mit Ärzte, Schönheit. Und deshalb, wenn ihr zum Beispiel Schönheitsoperationen macht, empfehle ich euch, das so wirklich so bis am Ende August zu machen. Noch besser wäre es so bis im April eigentlich, April, Mai, dass ihr diese Zeit macht, weil ich könnte mir vorstellen, dass nach September ganz viele Dinge
eben kommt, was sie vielleicht etwas falsch gemacht haben. Das muss ja nicht sein, dass irgendein Arzt ab sich etwas falsch macht, aber irgendwelchen Sachen vielleicht Fehler passiert, weil diese Konstellation will einfach irgendwie gelebt werden. Es ist ja nicht so, dass die Ärzte kommen und sagen, so, wir wollen jetzt jemanden umbringen oder so, sondern es kann zum Beispiel sein, dass der Arzt vielleicht seit 20 Jahren in der Operationssaal arbeitet und ganz plötzlich bei einem Menschen zum Beispiel irgendein Stück im Magen vergisst und nachher das neigt und dieser Mensch hat vielleicht Schmerzen. Also so ganz mal banales Beispiel sage ich. Warum? Weil der Platz muss gewechselt werden. Der Platz von 20-Jährigen ist abgeschlossen so quasi, das muss jetzt gewechselt werden. Das heißt, Leute, die immer so in dieser Energie, in der Ego-Energie sind, die muss gewechselt werden. Es muss nicht nur Ego-Energie sein. Das heißt, diese Führungsrollen, die bis jetzt immer so gelaufen sind, die geht jetzt vorbei. Warum? Weil es sagt das System, es geht nicht nur um eine Person, es geht um die Gruppen, es geht um Miteinander. Und es geht um das eigentlich. Und deshalb, da gibt es irgendwelche Dinge, die muss gemacht werden. Aber hier ist jetzt noch Achtung angesagt. Es gibt viele Leute, die hören Folgendes: Pluto in Wassermann. Es ist wichtig, dass wir in Gruppen drinnen sind, damit wir vorwärts kommen. Dieses Jahr ist das noch nicht Energie, liebe Leute. Seid vorsichtig, in welchen Gruppendynamik ihr kommt, weil viele von euch werden so nach Ende Januar, Februar, von jungen Leuten, werden so das Gefühl haben, so jetzt muss ich mich entscheiden für etwas. Und manchmal werden wir durch den Gruppendynamik irgendwelche Entscheidungen reingehen, weil wir von außen einen Druck bekommen. Und hier ist wichtig, dass ihr nicht einfach in etwas reingeht, sondern wichtig ist der Fundamentaufbau machen und erst zu Ende Jahr, weil es ist noch zu früh, sich in den Gruppen oder beobachtet mal auch, was passiert. Also sind in den Vereinen drinnen, beobachtet mal diesen Vereinen, irgendwelchen Orten drinnen, beobachtet mal, passt die Energie überhaupt oder können wir wirklich miteinander harmonieren? Das ist wichtig, dass ihr das Ganze wirklich gut hinschaut. Es ist ein bewegendes Jahr, es ist nicht unbedingt ein Schockjahr, es wird anstrengend sein und manche von euch werden sogar 2025 teilweise vielleicht vermissen. Warum? Weil ihr müsst hier auch etwas arbeiten dieses Jahr und wirklich auch Fundament. Hier geht es nicht mehr um das Thema, oh, ich bin alleine, oh, ich bin Opfer, es geht wenig vorwärts. Nein, dieses Jahr, es geht ganz viel ab. Ständig seid ihr am Neubeginn, am Starting. Aber hier geht es darum, dass ihr die richtige Struktur und Leistungen bringen müsst. Also, dass ihr wirklich daran arbeiten müsst und das kann dann für manche anstrengend sein. Und da kann man dann denken, oh, es wäre doch besser, ich bin wieder in der anderen Energie. Aber ich sage euch, bleibt so in der Energie 26, denn für viele, die dieses Jahr wirklich richtig machen, die werden ganz groß belohnt werden Ende 26 und vor allem im Jahre 27. Wenn ihr so im Frühling 27, viele von euch, vor allem die Leute, die wirklich das Gefühl haben, es ist wie nicht richtig gelaufen bei mir oder irgendwie ich bin nie glücklich gewesen, ihr werdet dann auch merken, hey, jetzt läuft es eigentlich und weil ich jetzt wirklich das mir erarbeite, weil ich jetzt wirklich mich daran hinmache. Und ich werde vielleicht eine schönste Beziehung haben und ich werde vielleicht einen tollsten Job, super Führungsperson haben. Und es braucht nur wirklich dran hinarbeiten. Nicht einfach sagen, ah cool, jetzt habe ich den Job bekommen. Nein, okay, ich habe den Job bekommen, aber was muss ich dafür machen? Wo sind meine Aufgaben? Kümmert euch um eure Aufgaben. Wenn ihr Liebe habt, nicht einfach sagen, ah okay, super, ich habe Liebe, wir gehen ins Restaurant den ganzen Tag. Nein, wie wird die Beziehung ausgelebt? Welche Form wird das sein? Das ist wichtig, dass ihr wirklich das ernst nehmt. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Blickwinkel so gegeben. Ich wünsche euch ganz tollen Abend und passt schön auf euch auf.